Amen. Amen. Let's just summarize what we're doing, what we're looking at. Lasst uns zusammenfassen, was wir uns gerade anschauen. As a movement, Als eine Bewegung we claim that Adventism has failed in its duty. sagen wir, dass der Adventismus in seiner Pflicht fehlgeschlagen hat. We argue Wir argumentieren, that Adventism has forgotten its past. dass der Adventismus seine Vergangenheit vergessen hat. It doesn't know how it's forgotten how God led us at the beginning of our movement. Und dass der Adventismus vergessen hat, wie Gott uns geführt hat am Anfang der Bewegung. And therefore, Und somit we believe that Adventism will not understand the future. glauben wir, dass der Adventismus die Zukunft nicht verstehen wird. And it certainly doesn't understand the present. Und ganz sicher auch nicht die jetzige Zeit. And we get that principle Und dieses Prinzip from Isaiah 46 verse 10. haben wir von Jesaja 46, Vers 10. Now we found a nice Spirit of Prophecy quote Und wir haben ein gutes Geist der Wahrsagung Zitat gefunden, that tied into this passage really nicely. das da sehr gut reinpasst. And it wasn't 17 MR. Und es war aber nicht 17 MR. I don't know if anybody can remember what we looked at. Kann sich jemand daran erinnern, was wir uns angeschaut haben? We looked at 17 MR 1.7 quite frequently, but there's another one we came across. Wir haben uns 17 MR ziemlich genau betrachtet, aber es gab noch ein anderes Zitat, das wir uns angeschaut haben. Was ist das in Deutsch? Christus Compiled 72.2 im Englischen. I thought there was another one. Ich denke, da gab es noch ein anderes. Do you remember? I thought it gave us all three parts that we were looking for. It was? Ah. Yes, that's right. Ja, das ist richtig. Also es ist CKB 53.3. I hadn't highlighted the present bit. Ich habe den anderen Teil nicht markiert gehabt. Good, I did have that. Last day event 72. Also CKB 53.3. In reviewing our past history, Wenn ich auf unsere Geschichte zurückblicke having traveled over every step of advance und dabei jede einzelne Stufe des Fortschritts to our present standing, bis zu unserem gegenwärtigen Stand verfolge, I can say praise God. kann ich nur sagen, preis den Herrn. As I see what the Lord has wrought, Wenn ich sehe, was der Herr gewirkt hat, I'm filled with astonishment and with confidence in Christ. bin ich von Staunen erfüllt und voller Vertrauen auf Christus, unseren Führer. We have nothing to fear for the future, Wir haben für die Zukunft nichts zu befürchten, except as we shall forget the way the Lord has led us, wenn wir nicht vergessen, wie der Herr uns geführt hat, in parenthesis, in the past, in die Klammern in der Vergangenheit, and his teaching in our past. und wie er uns in der Vergangenheit gelehrt hat. So yeah, that was the passage. Ja, das war dieser Abschnitt.
So we've used last day events, Also wir haben dieses Buch benutzt, 72, dieses, wie heißt es im Deutschen? Ausgewählte Boot. Christus kommt bald, haben wir benutzt. we also used 17 MR Und, 1.7 und auch 17 MR 1.7 im Englischen. and what else? Und was What was auch the other noch? one that 17 MR is? Zweites ausgewählte Botschaften 102 im Englischen. Second selected messages 102. By the way, we need to speak a little bit louder because sometimes I don't repeat what you said and people can't hear it now. Oh, sorry. It doesn't come up anyway at all. Okay. So we use that that dynamic. Also wir benutzen diese Dynamik, The Adventism has forgotten its past. dass der Adventismus seine Vergangenheit vergessen In hat, fact, rejected its past, eigentlich sogar die Vergangenheit abgelehnt haben, and that's why they have so many wrong ideas about the future. und somit haben sie so viele falsche Ideen über die Zukunft. And in fact, what we say Und was wir eigentlich auch noch sagen, is that Adventism doesn't even understand the present. They don't understand what's happening. ist, dass der Adventismus nicht einmal die Präsenz versteht, also die jetzige Zeit, und auch nicht versteht, was passiert. They don't understand 1989, Sie verstehen 1989 nicht, 9/11, 11. September, even 2019 is not understood. auch 2019 wird nicht verstanden. And depending on who you follow, Und es kommt darauf an, wem du folgst, all the other associated dates that we have come up with. mit all den anderen Daten, die wir aufgekommen sind. And we have believed Und wir haben geglaubt, that we have accepted all of our past. dass wir alle unsere Vergangenheit angenommen haben. But as we look back, Aber wenn wir zurückschauen, I'm saying that there are large portions of our past history that we have not accepted. sage ich, dass wir viele Teile unserer Vergangenheit auch nicht angenommen haben. And the reason we have not accepted those things Und der Grund, wieso wir diese Sachen nicht akzeptiert haben, is because we haven't paid attention. ist, weil wir nicht aufmerksam waren. We haven't paid attention to what Ella White has written, Wir waren nicht aufmerksam zu dem, was Ellen White geschrieben hat, what the pioneers have taught, was die Pioniere gelehrt haben and what undergirds or what is foundational to all of those issues und was fundamental mit diesen Themen verbunden ist, is that we have not used the parabolic methodology ist, dass wir die Gleichnislehre nicht benutzt hatten, to understand their history um ihre Geschichte zu verstehen, as we do for the other lines such as the line of Christ, Moses, etc. wie wir es machen, wie mit den Linien von Christus, Moses und so weiter. And that's where we've made some fundamental mistakes. Und da haben wir ein paar fundamentale Fehler gemacht. So we find ourselves in the same position as the church. Also wir befinden uns eigentlich in der gleichen Position wie die Gemeinde. We've demonstrated Wir haben aufgezeigt, for quite some time now für jetzt eine gewisse Zeit schon, that Christ could have returned in the 1860s history. dass Christus in den 1860er Jahren wieder hätte kommen können. And the reason he didn't Und der Grund, wieso dass er nicht gekommen ist, was because of the failure war wegen dem Fehlschlag, of, we'll just say the failure of people. dem Versagen der Menschen. Now, if we believe that Christ's intention
Wenn wir glauben, dass die Absicht von Christus, that the will of the Father was that Christ would return in that history, dass sein Wille war, dass der Vater in dieser Geschichte wiederkommen soll, then we're confronted with one fundamental issue. dann werden wir mit einem grundlegenden Thema konfrontiert. How do you read verse 40? Wie liest man denn Vers 40? Is our reading of verse 40 correct or incorrect? Ist unser Verständnis von Daniel 11, Vers 40 richtig oder falsch? And I'm arguing Und ich argumentiere, that it has to be incorrect dass es falsch sein muss, for so many reasons. aus vielen Gründen. And I think we've listed at least 4 or 5, depending on what the context was, even up to 8 reasons. Ich glaube, wir haben 4 oder 5, es kommt darauf an, wie der Kontext war, oder bis zu 8 Gründe gehabt, wieso dass wir Daniel 11, Vers 40 falsch verstanden haben. So what we've done Also was wir dann getan haben, is we have looked at verse 40 again, wir hatten uns Vers 40 nochmal angeschaut, and we have not looked at Uriah Smith's work, but his predecessor, aber wir haben uns nicht das Werk von Uriah Smith angeschaut, sondern seinen Vorgänger, Josiah Litch. Josiah Litch. And we have seen that Smith essentially just copied Litch's work. Und wir haben gesehen, dass Smith eigentlich einfach die Arbeit von Litch kopiert hat. Litch wrote Litch hat his geschrieben, analysis of this verse in 1841. hat seine Analysen für diesen Vers in 1841 geschrieben, making it part of the history of the loud cry of the first angel. und hat es zum Teil dieser Geschichte als lauten Ruf und den ersten Engel markiert, des ersten Engels markiert. Whatever phrase you want to use for 1840, Welchen Satz du auch immer benutzen möchtest für das Jahr 1840, if you're not comfortable with using the loud cry, wenn du dir nicht gewöhnt bist oder vertraut bist, den lauten Ruf zu benutzen, you will recognize dann wirst du damit übereinstimmen, that Litch's contribution dass seine Hinzufügung, Litch's contribution dass der Beitrag von Litch was essential sehr wichtig war, as he confirmed Miller's message. als er dann die Botschaft von Miller bestätigt hatte. And in order to confirm the message, Um die Botschaft zu bestätigen, he used the same methodology that Miller did, which was day for a year. hatte er die gleiche Methode benutzt, welches das Tag-Jahr-Prinzip ist. Brother Wolfgang, there are 2 Bible verses for day for a year. 2 Bibelverse dafür, Hesekiel 4, Vers 6. No looking. Nicht nachschauen. At least a book. Das Buch, No. Sarah? Numbers 14:34. 4. Mose 14, 34. So I think that's reasonably well established. Ich denke, that's a reason. We've established that that Millerite model fairly well. Wir Everybody haben agrees with it. diese Methode von den Milleriten eigentlich so ziemlich bestätigt und jeder stimmt damit überein. The role of Josiah Litch in that history. Die Rolle von Josiah Litch in dieser Geschichte. But what we've done Aber was wir getan is haben, we have ignored other parts of his study. ist, dass wir andere Teile von seinem Studium einfach ignoriert haben. Specifically his pamphlet that he wrote in 1841, Speziell sein Heftchen, das er im Jahr 1841 geschrieben hatte, which was an address to both the world and the church. welches eine Rede war für die Welt und für die Gemeinde. The coding is APEC. Und die Referenz ist APEC.
We have looked specifically, Wir haben uns speziell beginning around page 95, die Seite 95 angeschaut etwa, but the section actually begins on page 88. aber eigentlich fängt der Abschnitt schon auf der Seite 88 an. It's section 5 and it's called The Time of the End and the End Itself. Also, es heißt das Zeit des Endes und das Ende selber. And this basically his commentary on Daniel 11. Und das ist eigentlich sein Kommentar für Daniel 11. And he goes pretty much systematically through the chapter in the same way we would. Er geht so ziemlich durch dieses Kapitel hindurch, wie wir es auch tun würden. He does not understand Daniel 11 to the depth that we understand it. Aber er versteht Daniel 11 nicht so tief, wie wir es heutzutage verstehen. He has no idea about Raphia and Panium, for Er hat instance. keine Ahnung von Raphia und Panium zum Beispiel. It's basically just a historical narrative or story that takes you all the way through these verses. Es ist eigentlich eine geschichtliche, it's a Historical stories. Es It's ist just eine the history, geschichtliche, point by point. es ist einfach die Geschichte Punkt für Punkt aufgelistet. Medo-Persia, Medo-Persien, Greece, Griechenland, Rome, Rom, the Jewish nation, die jüdische Nation Christian history. und die christliche Geschichte. And that takes you up to verse 35. Und das nimmt dich dann bis zum Vers 35. And verse 35 takes you to what year? Und Brother 35 nimmt dich zu welchem Jahr? Verse 35 takes you to what year? Vers 35 nimmt dich zu welchem Jahr? Is this Tamina? Close. It takes you to 1798, Es nimmt dich zum Jahr 1798, the time of the end. Zeit des Endes. If you quickly just turn to verse 35, Wenn ihr jetzt zu Daniel 11, Vers 35 geht, no, this is just straight Bible study. This is just straight reading of the Bible. Not, Also das this is not ist- Lich's view. einfach von der Bibel her gesehen. I'm not saying it's not his view. I'm saying we're not even looking at Lich. Wir haben uns noch gar nicht Leach angeschaut. Verse 35. Vers 35. And some of them of understanding shall fall, to try them, and to purge, and to make them white, even to the time of the end, because it is yet for a time appointed. Auch von den Verständigen werden etliche unterliegen, damit unter ihnen eine Läuterung geschehe, eine Sichtung und Reinigung bis zur Zeit des Endes, denn es währt bis zur bestimmten Zeit. Could you paraphrase that, please, Sister Tamina? Könntest du das in deinen Worten wiedergeben, bitte? Es gibt eine spezielle Zeit, die ist. Now let's begin by, and some, Lasst uns anfangen mit uns einige. which Der- faithful ones? Einige der Gläubige werden fallen. Welche Gläubigen? And some faithful, Und manche Gläubige, some faithful what? ein paar Gläubige was? Which people? Menschen, welche Menschen? Not generally the people, Brother Wolfgang. Not just God's people. Gottes Volk? Nein, nicht nur Gottes Volk. Die Welt, World, not world. nicht die Welt. Specifically, Ganz spezifisch. which ones? Which God's people?
Gottes Volk das I versteht. did it quickly, Welcher Teil von but when Gottes I Volk? reviewed his narrative of chapter 11 Also ich habe das schnell gemacht, aber als ich story, als ich seine Geschichte in Kapitel I 11 listed it all in order. angeschaut habe, dann habe ich das alles in der Reihenfolge aufgelistet. It began with Medo-Persia and it ended with Christian Nation. Christian Nation. Christian nation. Also ich habe sie alle aufgelistet und dann das letzte war die Christen. Okay, verse 35. Vers 35. And some faithful Und einige Gläubige, some faithful Christians einige gläubige Christen shall what? werden was? Switch sides. Because it says to fall, to try them. What does it mean to fall? Was bedeutet es denn zu fallen? Entweder gehst du in Abfall oder du stirbst. You tell me what the verse says. Was sagt denn der Vers? It doesn't matter if we're wrong, just I want to get an idea of how we read the verse. Ich sage nicht, dass ihr falsch liegt. Ich möchte einfach eine Idee bekommen, wie ihr den Vers liest. And some of them, Und manche von ihnen, you said faithful, die Gläubigen, some of the faithful ones shall, sollen in den Abfall gehen. that's you saying fall means to switch sides. Du sagst, zu fallen bedeutet, die Seiten zu wechseln. Because then it says to try them, to purge them, to make them wise. I'm not sure when they're dead, what is the purpose of trying them, purging them. Okay, so you're not sure how killing them can make them white. Also du bist nicht sicher, wie, wenn man sie tötet, wie sie dann weiß werden können. Sister Sarah, Sarah, which Bible verse shall we go to welchem Bibelvers sollen wir gehen? to show that if you get killed, you can make you white? Um zu zeigen, dass wenn du getötet wirst, dass du dann weiß werden kannst. Which book we're going to go to? Welches Buch? No, Daniel 12. No. Oh, yeah. If you don't, I was looking somewhere else. Do you take us to Daniel 12 then? You might be right. Yeah, verse 10. Vers 10. Many shall be purified and made white and tried. Viele sollen gesichtet und gereinigt und geläutert werden. Revelation. Also, dieser Vers ist korrekt, aber es gibt nicht diesen Teil davon, dass jemand getötet wird. Chapter. Offenbarung 6. Offenbarung 6. Verse Offenbarung 6, 9, 11. Vers 9 until 11. Yeah. Offenbarung 6, 9 bis 11. Aber wo ist denn das Töten? Das Saubermachen. When he had opened the fifth seal, I saw under the altar the souls of them that were slain for the word of God and for the testimony which they held. Are you reading verse 9? Und als es das 5. Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die hingeschlachtet worden waren, um des Gottes Wortes willen und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. So they were killed because of good things that they were doing. Also sie wurden getötet, weil sie Gutes getan haben. And in verse 11 it talks about getting white robes. Und in Vers 11 spricht es darüber, weiße Kleider zu erhalten. But going back to 11:35, Aber wenn wir jetzt zurück zu 11,45 gehen,
35. So either they are killed Also entweder werden sie to getötet, purify them, um sie zu reinigen, or oder they are tested and some of them fall. sie werden getestet und einige von ihnen fallen. But it's a Christian nation. Aber es ist eine christliche Nation. And what time period is this? Und welche Zeitperiode ist das denn? So this would be the 1260. Also es sind die 1260. And if it's a 1260, then it would line up with Revelation 6, 9 to 11. Und wenn es die 1260 ist, dann passt das auch ganz gut mit Offenbarung 6, 9 bis 11. Wo siehst du denn das Töten in Vers 35? Es sagt einfach nur fallen oder unterliegen. Let's go into, let's have a look in the Bible, see what fall means. Someone's messaging me. Maybe they've got an answer. Oh. Sorry? No, it wasn't related. It was, I just thought that it was something else. Also Okay, sorry. wir gehen jetzt in die Bibel und schauen, We're in was, Daniel 11. wir sind in Daniel 11, Let's get back to the class. Verse 35. Vers 35. Which word are we searching? The word fall. Also wir schauen uns das Wort, Brother Wolfgang, can you see the word? Tell me what the Hebrew coding for that is. You able to do? Okay. unterliegen an, aber im Englischen heißt es, die sollen fallen. So it's H3782. Also das Fallen ist im Englischen das hebräische Wort H3782. What's it in German? If that's in English, it's the same. Yeah, it doesn't exist in German. Yeah. It's just the same coding internationally. That's what I was just laughing. She said in English the coding is this. I said it's the same in German coding. Only two. Sorry. Sister Sarah, you said it means what? Just, was hast du gesagt? Go on then. To Das- totter. Also es heißt zu wankeln oder talken. Oh, it's not just me. To totter or to waver. Es heißt zu talken oder zu schwanken. Weakness of the legs. Schwachheit der Beine, By implication, mit Implikation, to stumble or to fall. um zu stolpern oder zu fallen. Okay, so what we don't normally do Also was wir normalerweise nicht tun, is go past the colon. ist, dass wir Kolon. After the fall, what's that? 2 dots. Nach dem Doppelpunkt gehen. Okay, ja. Yep. We don't normally go past that. Why? Also normalerweise gehen wir nicht bei der Definition nach dem Doppelpunkt. Wieso? Weil das eine Applikation oder eine Anwendung ist. Good. Das ist jetzt bei der Strongs Definition, bei diesem H3782. It's how the word is used, it's not the definition of the word. Wie dieses Wort benutzt wird, das ist nicht die Definition des Wortes. Are you okay, Sister Esther? Yep. But the first word Aber das erste Wort is bereave, ist, which means you're sorry because someone's died. welches bedeutet, dass du dich entschuldigst oder dich schlecht fühlst oder traurig bist, weil jemand gestorben ist. The next one is cast down, Das nächste ist, oh no, no, that one. Berauben heißt das erste und das zweite heißt cast down. like when you cut something down, Wenn man etwas wieder beschlagnahmt, aber wenn man niedergeschlagen ist. and the next one is be decayed. Und das nächste ist, was heißt da?
heruntergekommen zu sein. Okay, so Sister Sarah, what do you think that word fall means? We've looked at a definition. Does it mean to fail in your duty, or does it mean to die? Also wir haben uns jetzt das Wort H3782 angeschaut, diese Strongs Definition. Und was bedeutet jetzt dieses Wort zu fallen? Im Deutschen ist es unterliegen. After the colon, I'll just do it in English. It said bereave, cast down, decay. Berauben, geschlagen und niedergeschlagen und heruntergekommen. You thought it wasn't dying, you thought it was being tested and failed in the test. Also zuerst mit dem One Bang- second, one second. So you're basically, to fall means you're failing the test. Also Yes, yeah, I get that. So Sister Sarah says she thought, looking at the definition, Sarah hat gedacht, als sie sich die Definition angeschaut hatte, it meant what Sister Tamina had said, dass es bedeutet, was Schwester Tamina gesagt to hatte, fail the test. um den Test zu verfehlen. Ich sehe es in der gleichen Art und Weise. Jetzt beweist du uns falsch, What do you think? dass wir falsch liegen. Okay. Let's cheat. Lasst uns schummeln. I'll just go back 2 verses. Wir gehen jetzt einfach 2 Verse zurück. And they that shall understand among the people shall instruct many. Und die Verständige im Volken werde vielen unterweisen. Sorry. Yet they shall fall by the sword and by flame, by captivity and by spoil many days. Sie werden aber dem Schwert, dem Feuer der Gefangenschaft und der Plünderung unterliegen eine Zeit lang. Vers 35 ist ein neuer Gedanke, denn es fängt ja mit einem und an, also im Deutschen ein auch. Okay, so I'll address that in a second. Sister Sarah? Ich tue das jetzt dann gleich ansprechen, aber die Sarah hat gesagt, dass die hebräische Definition keinen Sinn für sie macht. The definition of the word doesn't make sense. Die Definition des Wortes Is that what macht you said? keinen Sinn. Im Kontext, dass es bedeutet, dass du stirbst. What about Was? a living person is standing Was ist mit einer Person, einer lebenden Person, die steht and they just totter and fall? und sie tun einfach umfallen? Okay, this is on a serious note. I was serious before. This is the problem with going to Hebrew definitions Das ist das Problem, wenn man zu hebräischen Definitionen geht and trying to get those definitions into, I'm going to say the English, into another language. und dann auch noch die vom Englischen in eine andere Sprache zu übersetzen. Sometimes what you think should help you actually makes it harder. Manchmal, wenn man denkt, dass es etwas einem hilft, dann macht es oft auch schwieriger. Because you think, why can't I just say kill? Weil manchmal denkt man dann einfach, wieso kann man denn nicht einfach töten sagen? 33, 35, this person is stumbling or tottering. Stolpert oder wankt diese Person. So it has this idea that they've been cut down Also es hat diese Idee, dass sie heruntergeschlagen werden by the sword. von dem Schwert. They are not able to stand up straight because of the flame. Sie können nicht gerade aufstehen wegen der Flammen. They've become feeble because of captivity. Sie werden geplündert wegen der Gefangenschaft. What does it say in German, by the way? Was sagt What's es the word im in German? Deutschen? In Vers 33. Either one. It should be. Hopefully, it should translate the same way. The word, yet they shall fall. What does it say? Yet they shall fall.
Und die wahrscheinlich It doesn't. It doesn't say. So, so in 33 it says defeated. To underlie. Yeah, To succumb. To defeat. And in 35 it says? Oh, that was 35. There's a correction. She translated Ah. feeble is wrong word. Das heißt schwach werden, nicht gefüttert. Ja, ich habe jetzt den Kontext nicht mehr. Ja. Danke. Where did we do the word feeble? Where did that come from? Oh, that's one of the part of the definition. In verse 33 and 35, it's the same word, to succumb. Okay, yeah. So I'm just wondering, what in German, what does it mean? In 33, what would the German translation say? You succumb to the sword. Nein, unterliegen. Basic literal translation is to lay under, but the context, What does lay under mean? someone defeats you. Okay. But it says for a time, so it's only a time space where this situation will be. Not for good. To underlie, to defeat. So during this time period, you get cut down. Also während dieser Zeitperiode wirst du heruntergeschnitten hier. To be defeated, to underlie, to succumb. Sorry? You cannot? In 33, Also in Vers 33 isn't that saying that you're going to be cut down or killed by the sword, by the flame, by captivity? sagt es hier nicht, dass man da getötet wird von dem Schwert, von der Feuer und Gefangenschaft. When you're defeated, then the implication of it is you are killed. So you could mean that. Not could. I mean, if you're defeated by a sword, you didn't get a little nick. You got killed. It doesn't say. They will be suppressed by fire, by prison, and things like that. And sword. Ja. So what does it mean to be laid low by the sword? For me, it also could mean that you are killed. Because you're defeated. Also was bedeutet es, zu unterliegen? Wir reden jetzt einfach darüber, was es im Deutschen heißt. Yeah, it just seems straightforward. Underlie, for example. Succumb. Yeah, so you're succumbed by the sword. If I was succumbed by a sword, that means I was killed by it. Also wenn man dem Schwert unterliegt, dann heißt es ja auch, dass man dann getötet wird. Okay, you can't be succumbed by a flame and hurt by a flame. You're killed by a flame. Du wirst von einer Flamme getötet. Can restrain you. Yeah, what's this? When it says flame, what? We have to figure out what the flame is, but the flame can restrain us. So we cannot go further. Yeah, but the flame is you being burnt at the stake. I mean, even without going to commentators, we know what this is talking about. Ohne zu Kommentaren oder Wörterbüchern zu gehen, wissen wir eigentlich, worüber es hier spricht. It says for many days. What Es days were sagt those? für viele Tage. So I think if you look at the word itself, in the German, it's just like the English, it could have a dual application. But when you look at the verse, it's clear that it should be death. Sure, I don't know why we're having a struggle. Yeah, Ja, you good? ja. Okay, we're all good now. So 35, Also Vers 35. they're going to be killed. Sie werden getötet werden. All I wanted to do, I didn't mean to make it a big issue, is that 35 is the Dark Ages and it brings you to 1798. Also Vers 35 ist die dunkle Zeit. Das dunkle Mittelalter und es bringt dich zu 1798. So 32 Also Vers to 32 35, bis 35 I'm saying is the Dark Ages. ist das dunkle Mittelalter. All good? Ja. Yeah, the Dark Ages, 1260. And
32 to 35. 32 bis 35. By the way, the word fall is used in verse 34 as well. Also das Wort fallen oder unterliegen bei uns wird auch in Vers 32 benutzt, 34 benutzt. Okay, but we're not going to look at that. Aber wir werden uns das jetzt nicht anschauen. So we still stay friends. 35 brings you to the time of the end. 35 bringt dich zum Zeit des Endes. So we know that verse 36 Wir wissen, dass Vers 36 to 39, bis zu Vers 39, we have to ask ourselves, what history is this? da müssen wir uns selber fragen, was ist das denn für eine Geschichte? How do we view this history? Wie betrachten wir uns diese Geschichte? Especially when we come to verse 40. Speziell, wenn wir dann zu Vers 40 kommen. So we're at verse 32 to verse 40. Also wir sind bei Vers 32 bis zu Vers 40. Without reading the verses, Ohne die ganzen Verse zu lesen, without looking at it, ohne sie uns anzuschauen, Sister Sarah, how would you, okay? How would you approach these verses? wie würdest du diese Verse angehen? We've already proven, Wir haben schon bewiesen, hopefully to your satisfaction, hoffentlich zu deiner Zufriedenstellung, that 35 dass 35 brings you to the time of the end. dich zum Zeit des Endes bringt. And you already know that verse 40 brings you to the time of the end. Und du weißt schon, dass Vers 40 dich zum Zeit des Endes bringt. So how would you approach these verses? Wie würdest du denn diese Verse angehen? Maybe I'm going to draw it this way, but maybe we'll have to redraw this. Ich werde es jetzt so hinzeichnen, aber vielleicht müssen wir das dann nochmal anders hinzeichnen. Sorry, I interrupted you. So you'll look for some kind of repeat and enlarge pattern. Also du schaust nach einem Wiederholung und Erweiterung Muster. Sure. So what I want you to do is give me the verses of the repeat and enlarge pattern. Also ich möchte, dass du mir die Verse gibst von dieser Wiederholung und Erweiterung Muster. Now, I don't know if you agree with me, Ich weiß nicht, ob ihr mit mir übereinstimmt, but verse 31 aber Vers 31, says, arms shall stand on his part, and they shall pollute the sanctuary of strength. er wird auch von seinen Truppen zurückbleiben und das Heiligtum, die Zuflucht entweihen und das... Did you read Vers 30? 31. Verse 31. Yeah. Arms Okay. shall stand on his part, they shall pollute the sanctuary of strength, and shall take away the daily sacrifice, and they shall place the abomination that maketh desolate. Und das Heiligtum, die Zuflucht entweihen und das beständige Opfer abschaffen, das Gräuel der Verwüstung aufstellen. Where does verse 31 take you? Do you have any working knowledge of that? So you've got 508, Also da ist das Jahr 508 and it ends by saying they shall place the abomination. und dann heißt es, dass man diesen Gräuel der Verwüstung aufstellen wird. So verse 31, Also Vers 31 you're saying is 508. sagst du, dass das No, ist, sorry. 538. also 538. So verse 31 takes you to 538. Also Vers 31 nimmt dich zum Jahr 538. It's not just a single point in time. There's multiple things going on. I understand that. Es ist nicht nur ein einfacher Zeitpunkt, sondern es gehen ja
mehrere Sachen vor. Brings you to 538. Aber es bringt dich zu 5,38. And verse 35, Und Vers 35, there's multiple things going on there, but that brings you to the time of the end. dort gibt es viele Sachen, die vorgehen, aber das bringt dich zum Zeit des Endes. 1798. 1798. And verse 40 Und brings Vers you to 40, 1798. Vers 40 bringt dich zu 1798. So, what's the verses from 32 to, I'm going to say 35 part A? Was sind die Verse von Vers 32 bis 45 Teil A? So, we know that this is 1260. The math teaches you that. Wir wissen, dass das die 1260 ist, schon nur die Mathematik lehrt dir das. And this is 32 Und das ist 32, to 35 part A. das ist 32 bis 35 Teil A. So that's relatively straightforward. Also das ist ziemlich gerade hinaus. What about verse 40 onward? Was ist denn mit Vers 40 und vorwärts? So verse 40 tells you you're at the time of the end, tells you what's going to happen. Vers 40, du bist zur Zeit des Endes und es sagt dir, was passieren wird. So depending on how we read verse 40, Also es kommt darauf an, wie wir Vers 40 lesen. it's either a point in time Da gibt es einen Punkt in der Zeit or a period of time. oder eine Zeitperiode. And if it was a period, Und wenn es eine Zeitperiode we'd have to wäre, do what we did with 35. dann muss man das Gleiche tun, was wir mit 35 gemacht So maybe haben. we don't know yet. Vielleicht wissen wir das jetzt noch nicht. So I'll call it 40 part A. Also nenne ich das jetzt 40 Teil A. What happens? What are the verses that come after the beginning of verse 40? What history is that? Welche Verse kommen nach 35 Vers 40? What is the verses that come after 40 part A? Die What history is that? Die Verse, die nach 40 Teil A kommen, welche Geschichte ist das? After 1798 Es ist nach 1798, until you get to where? bis du wohin kommst. Which verse? Welcher Vers? 12:1. 12,1. And 12:1, Und 12 Vers 1, we'll call it close of probation. Are you okay with that? wir nennen es das Ende der Gnadenzeit. So because it's the close of probation, Also weil es das Ende der Gnadenzeit ist, it doesn't say close of probation, it says Michael stands up. es sagt nicht Ende der Gnadenzeit, sondern es steht, dass Michael aufsteht. Then the implication or the inference is that this is the history between those two events. Und dann ist die Implikation, dass es die Geschichte von diesen Ereignissen hier ist. And I don't know what you would call this, Ich weiß, oder die Schlussfolgerung, dass es dieses Ereignis ist. Und ich weiß nicht, wie ihr das nennen wollt. what would you call that if you were going to teach someone what you're saying? Wie nennt ihr das hier, wenn ihr jemanden etwas lehren wollt? Sorry? This is the 1260, the Dark Ages. Das sind die 1260, das dunkle Mittelalter. What would you call this? How would you identify this history? Wie würdest du diese Geschichte identifizieren? Could you give it a name or? The last days. Die letzten So we'll go Tage. with the last days. Also wir nehmen jetzt mal die letzten Tage. Anyone else? Noch jemand anderes? He stands up at the end. Michael I want steht this time period. am Ende auf. Ich möchte aber nur die Zeitperiode. This is just the time of the end. Das ist einfach die Zeit des Endes. This time period is called the Dark Ages. Diese Zeitperiode wird das dunkle Mittelalter genannt. So I wanted some kind of description of this time period.
das Mittelalter genannt. Ich möchte einfach eine Beschreibung von dieser Zeitperiode. And it leads you to Michael standing up. Es führt dich aber zu Michael, der aufsteht. Ich dachte von vorigen Studien, dass man Daniel 12 Vers 1 zurück bis zu Daniel 11 Vers 40 bringen kann. Sister Sarah did this. I don't think I was in there, was I? Ich denke, No, I die don't Klasse think- war von dir. I absolve myself of any kind of I don't think I've taught that Michael stands up in Daniel 40. What you're referring to Worauf du dich beziehst, is fractals. ist die Fraktale. Michael stood up when? Michael ist wann aufgestanden? November the 9th. Am 9. 2019. November 2019. And Future for America believe Und Future for America glaubt, he literally stood up dass er buchstäblich aufgestanden for a ist. group of people. Für eine Us. Gruppe von Menschen, nämlich uns. And he's going to literally stand up for another group and then another group. Und dass er dann buchstäblich noch für eine andere und eine andere Gruppe aufstehen würde. But hopefully we don't believe that. Aber ich hoffe, dass wir das nicht glauben. Just because you can take that model and fractalize it, it doesn't mean it's reality. Nur weil wir dieses Modell nehmen können und in Fraktale tun können, heißt das nicht, dass das die reelle Welt ist. Könnten wir das die Kopie der 1260 nennen? Und ein Chiasmus machen? I have no idea. Maybe. Vielleicht. Okay, so what happened? What do we call this Also wie nennen wir das hier? period? Diese Zeitperiode. You can just put TT. Is that Zeit der Trübsal. so? We do it all in English, don't we? Yeah. Time of trouble. Zeit der Trübsal. We'll call it Jacob's time of trouble. Wir nennen es Jakobs Zeit der It Trübsal. doesn't say it in the verse. Aber das sagt es nicht im Vers. Jacob's time of trouble. Jakobs Zeit der Trübsal. Okay, so we've gone from the end of 31. So I'm going to call that 31b. Also wir sind vom Ende von Vers 31, wir nennen das Teil B, The end of 31 vom Ende von 35 all the way to 12:1. sind wir bis zu 12 Vers 1 gegangen. And we've got most of all the verses in. Und wir haben die meisten Verse hier reingebracht. Remember, I've Errin- done 40 part A Erinnert euch, wir haben 40 Teil A gemacht, because we don't know if 40 is a point or a period. weil wir nicht wissen, ob Vers 40 ein Punkt oder eine Zeitperiode ist. Is that okay? We haven't studied the verses. We don't know. Wir haben die Verse noch nicht studiert, wir wissen es nicht. So my question, Sister Sarah, Also meine Frage, these verses here, diese Verse hier it's 36 ist 36 to 39. bis zu 39. You agree with the verse numbers, of course. That's nothing. Du stimmst mit den Versnummern natürlich überein. What my question is, Aber was meine Frage ist, what is my question? was ist meine Frage? What do we call it? Wie nennen wir es? What history is this? Was für eine Geschichte ist das? Now, what we need to do Was wir jetzt tun müssen, is put aside all your pre-knowledge. ist, dass man alles seine Vorkenntnis weglegt. Everything that you've been taught, Alles, was du gelehrt wurdest, everything you read about Litch alles, was du über Litch gelesen hattest or Smith, oder Smith, put all that aside and just try to use structure. tu das alles zur Seite legen und benutze einfach die Struktur. If you were just approaching this, Wenn man das jetzt so angeht, Sister Tamina can already see some kind of pattern. kann Tamina schon ein gewisses Muster sehen. You know, you can already see some kind of pattern because you've got time at the end twice. Denn man kann dieses Muster sehen, weil man hat ja schon 2 Zeit des Endes.
What history would this be? Was würde das für We're eine gonna approach Geschichte it. sein, wenn man das so angeht? Because we're already into the realm of dispensations. Denn wir sind ja schon in den Dispensationen. So we're dealing with progression. Also wir haben hier das Fortschreiten. Which bit doesn't make sense? Progression? Exactly. Also das Fortschreiten macht eigentlich gar keinen Sinn, weil man hat ja zweimal das Zeit des Endes. So in this simple, in a simple fashion, there is some kind of progression here, Also in einer einfachen Art und Weise gibt es hier dieses Fortschreiten, but it's not straightforward aber man sieht es nicht gerade so hinaus, because you've got some kind of repeat. weil es wiederholt sich auch. So what we want to try to do is see how would we cut up this history. Was wir sehen möchten, ist, wie wir diese Geschichte aufzeigen können. Would you just saying something in German to her or to me? So we have progression. Also wir haben das Fortschreiten. We know, Wir wissen, unlike other Bible verses, nicht wie andere Bibelverse, even in the book of Daniel, verse 11, Auch- chapter 11, auch im Buch Daniel 11, that we have a repeat and enlarge. dass wir eine Wiederholung und Erweiterung haben. In other portions of 11, it's not clear. In anderen Teilen von Vers 11 ist es aber nicht ganz klar. You have to look at the context to see the repeat. Man muss sich nämlich den Kontext ansehen, um die Wiederholung zu sehen. This one you don't. Hier sieht man es nicht. This one it's given to you because it says the time of the end. Hier, das wird dir schon gegeben, weil es sagt ja im Vers Zeit des Endes. So this is one of the easiest repeat and enlargements that you're going to be given. Also das ist eines der einfachsten Wiederholungen und Erweiterungen, die dir schon gegeben So werden. think about that. Also denk darüber nach. If this is one of the easiest ones, Wenn das eines der einfachsten ist, that means we shouldn't get it wrong. das bedeutet dann, dass wir es auch Should be nicht easy to see. falsch haben sollten. Es Should ist, be easy to figure out, es ist einfach zu sehen oder einfach herauszufinden. Es gibt zwei Wege. Du hättest das Zeit des Endes nehmen können, das ist ganz offensichtlich. Also machst du es unter das Zeit des Endes, aber die Frage ist, gehören die Vers 36 zu vor Vers 40? Das ist die gleiche Geschichte wie bei Vers 32 bedeckt. Okay, so for all the German speakers, that works good. Also für all die Deutschsprachigen, das funktioniert. But in English, nobody heard what you said. Aber im Englischen hat niemand gehört, was du gesagt hast. So I wanted you to finish your point. Also ich möchte, dass du deinen Punkt beendest. You agree Du hast damit übereingestimmt, that there's progression and repeat and enlarge. dass es das Fortschreiten gibt und die Wiederholung und Erweiterung. I'm just going to say that as a fact that you agree with that. Ich sage das jetzt als eine Tatsache, dass du damit übereingestimmt hast. Because you're beginning 5:38 and you're going to end in Jacob's time of trouble. Denn du fängst ja in 5:38 an und es hört auf in der Zeit der Trübsal. Now, normally, Normalerweise, when we have a progression, wenn wir ein Fortschreiten it haben, really is progression. dann ist es wirklich ein Fortschreiten. And what we do Und was wir tun, is we look for markers in the story. ist, dass wir für Punkte oder Markierungen in der Geschichte schauen. We don't call them markers, we call them Wir nennen sie nicht Marken, aber waymarks or historical events. wir nennen sie nicht Markierungen, sondern Wegmarken oder historische The Ereignisse. phrase that we use is what? Der Satz, den wir benutzen, ist welcher? Line upon line. Linie auf Linie. So those markers, Also diese Marken, those waymarks, diese Wegmarken are historical events sind historische Ereignisse, which are completely different. welche ganz anders sind. The years move on Die, in sequence. die Jahre gehen weiter in der Sequenz.
And what do we have to do Und was müssen wir tun, when we see those historical events which are all different? wenn wir diese historischen Ereignisse sehen, die alle anders sind? We put a thread through them. Wir tun einen Faden dadurch ziehen, That's that. das ist das But we hier, have to do something else. aber wir müssen noch etwas anderes tun. Okay, how do you go about cutting? Was ist denn mit Schneiden? What do you have to know or see? Was musst du wissen oder sehen? So what you have to see Also was man sehen muss, is two unique, independent, different historical events. zwei einzigartige, unterschiedliche Ereignisse. We call them waymarks. Wir nennen sie Wegmarken, Totally separate. aber sie sind ganz separat. No connection Sie haben keine Verbindung, except a thread. außer diesen Faden, der durchläuft. And then we have to look for similarities. Und dann müssen wir für Ähnlichkeiten schauen. We have to try, if we don't find a common thread that runs all the way through, we'll be in trouble. Wenn wir keinen gemeinsamen Faden oder Link zwischen diesen beiden sehen, dann kommen wir in große Probleme. So we'll have a common thread, Also wir haben jetzt ein gemeinsames Thema oder ein roter Faden. but then what we have to do, Aber was wir dann tun müssen, in our common thread, in unserem roten Faden, so we've got a thread that runs through, also wir haben jetzt diesen Faden, der da durchgeht. we have to take this history Wir müssen diese Geschichte hier nehmen and this history und diese Geschichte and do what? und was tun. We have to find something that's, I'll call it identical, but it's never going to be identical. Wir müssen etwas finden, das sozusagen gleich ist, aber es wird eigentlich nie gleich sein. How does Ellen White phrase it when she speaks about Daniel 11? Wie spricht Ellen White darüber, wenn sie über Daniel 11 spricht? I'll give you the first part. Ich gebe euch den ersten She Teil. says scenes Sie sagen scenes similar to these. Szenen, die ähnlich wie diese sind. So this is what? Also das hier ist was? This is the scene, Das ist eine Szene, the scene, diese Szene. and there's going to be something in the future Und da wird es auch eine in der Zukunft geben, which will be similar. die ähnlich sein sollte. So something similar in the future Also etwas Ähnliches in der Zukunft will look like a scene of the past. wird wie eine Szene der Vergangenheit aussehen. And then we can take a line of progression and do repeat and enlarge. Und dann können wir eine Linie des Fortschreitens nehmen und diese Wiederholung der Erweiterung sehen. Any questions? Gibt es hier Fragen? This is how we normally do it, simple. So ist es, wie wir es normalerweise machen, ganz einfach. For an example, can it be 1798 and 1989? Kann es zum Beispiel, And the next scene is similar. Yes. can you repeat that in English? So, that was in English. So, can we say that the events of 1798, Also können wir sagen, dass die Ereignisse von 1798, when you get 1989, wenn man dann zu 1989 kommt, you see that it's similar. kann man dann sehen, dass sie ähnlich sind, There are similar scenes. dass es ähnliche Szenen sind. I'll give you another one. Ich gebe euch noch ein anderes. Verse 31. Vers 31. An army Die Armee shall stand with him. sollte mit ihm stehen. When the army does that, Wenn die Armee das tut, it shall do some things sollte es irgendwelche Sachen tun and it shall set him up or place him. und es sollte ihn zur Macht bringen. So that placement we've marked in 538 Also dieses zur Macht bringen markieren wir im Jahr 538 as soon as you put him in his place. und sobald man dann in seinen Platz macht, By the way, what's the parallel verse for that? Was ist 1131. was ist denn der parallele Vers von Vers 31? Oh, looking. Nicht nachschauen?
12. 12. Have a look. Schau nach. Daniel 12. Daniel This is 12. nothing to do with our class. It's just memory. We should know this. 12:11. 12, Vers 11. Give me the 5 verses for the daily in the book of Daniel. Gebt mir die 5 Verse von dem täglichen im Buch Okay, Daniel. so I'll begin. Ich fange an. 11:31 and 12:11. 11, 31 und 12, 11. I do the hard ones. No looking. Daniel 8. Daniel 8. 14. It's not in verse 14. No, nein. 13. 11. Sorry? You tell me. I'm asking a question. I don't want to give answers. Have a quick look. Look. Daniel 8, verse 11, verse 12, verse... Good. You got them all? Not all. But Let's go. Daniel 8, Daniel 8, verse 12. in order. Oh. Where's 11? 11, 12. 13. There was old Daniel. Daniel 11. 13. That's 30, 32. I'm not sure. 31, 31, okay. And the last one, I don't know. 12, 11. 11. Okay? So, the reason I mentioned all of that, what happens once he gets set up? Also was passiert, wenn er dann What does he do? What does he start doing? Macht bekommt? Er wird verfolgt. He starts to persecute. Er fängt an, verfolgt zu werden. Daniel 8, Er fängt an zu verfolgen. Daniel 8:12. Daniel 8, Vers 12. What does he begin to do? Was fängt er an zu tun? He begins to, in the English it says, practice and prosper. Er fängt an zu praktizieren und zu gedeihen. He begins to rule. Er fängt an zu herrschen. So what could you line up 5:38 with? Also mit was könntest du 5,38 gegenüberstellen? An army's going to come, he's going to set him up, put him in his place, and then he's going to start prospering and persecuting. What way, Mark? So that would be the scene, 5:38. What would be similar to that? Also er kommt zu seiner Macht 5,38 und fängt an zu gedeihen und fängt dann auch an zu verfolgen. Welche Wegmarke ist das auch noch? Oh no, just simple, just no detailed thing. Sunday law. Das Sonntagsgesetz. The Sunday law has all the characteristics of 5:38. Das Sonntagsgesetz hat alle Eigenschaften von 5,38. It's going to be put in his place. Er wird zur Macht gesetzt. So yesterday we were in a discussion, Gestern haben wir eine Diskussion geführt. and the reason I mentioned this, Und der Grund, wieso dass ich jetzt das It's because it's erwähne, it's increasingly common now, ist, weil es jetzt zunehmend bekannt wird. an increasingly common question. Sorry, Eine zunehmende Frage. people think that we no longer teach or believe that the papacy has a part to play. Viele Leute glauben, dass das Papsttum jetzt nicht mehr so eine Rolle spielt. Also sie glauben, dass wir lehren, dass das Papsttum nicht mehr so eine Rolle spielt Has no part to play in end time prophecy. in der Endzeitprophetie. And all I want us to remember Und alles, was ich möchte, dass wir uns is when erinnern, you go to this history ist, dass wenn wir zu dieser Geschichte gehen, back here, zurück hier, who's the focus Wer- upon?
Auf wem ist denn der Fokus? Well, how many people do you have? How many parties do you have? Wie viele Teile oder Gruppen oder Leute hat man? First of all, how many? Wie viele? 2. 2. And who are they? Wer sind diese zwei In Gruppen? in the language of verse 31, In der Sprache von Vers 31. there's 2. One of them is an army, and the other one is Eine davon ist eine Armee und das andere ist was? in 31 language. In der Sprache von Vers 31. So you're just going to give the pronoun he. Anything else in 31? Also er, was auch noch? Vers 31. The abomination that maketh desolate. Das, be in the das verse. Gräuel der Verwüstung. It should say it in the verse. Ah ja. Yeah? Okay, so who are those 2 people? Also wer sind diese zwei Menschen? Nations, not people. Die Nationen, nicht Leute. Rome, Rom. even if you want to make it France, France is part of the Roman Empire. France, Ach, wenn du es zu Frankreich machen, also Frankreich? and the papacy. Frankreich und das Papsttum. So it's pagan Rome, papal Rome. Also es ist das päpstliche Rom und heidnische Rom. If you go to Thessalonians, Wenn man zu Thessaloniker geht, book 1 or book 2? erstes Buch oder zweites Buch? Book 2? Zweites 2 Thessalonians. Zweite, Chapter. 2. Thessaloniker Kapitel. 2 Thessalonians chapter 2 2. Thessalonicher Kapitel 2 says what? sagt was? Jesus won't come back Jesus wird nicht zurückkommen over here hier, until what? bis was passiert. The man of sin is revealed. Bis der Mensch der Sünde geoffenbart wird. That means he's hidden. Das heißt, er ist noch versteckt. Who's the man of sin? Wer ist denn der Mann der Sünde? The papacy. Das Papsttum. So it says a little bit more. Also es sagt sogar noch ein bisschen mehr. Not that bit. Nicht dieser Teil. 2 Thessalonians. 2. Thessaloniker. That's what we're looking for. Das Wegfallen, das schauen wir uns an. I want to go to verse 6. Ich möchte zu Vers 6 gehen. 1,6. 2:6, sorry. 2 Vers She 6. said chapter 2. Sister Esther, what does that say? Was sagt 2. Thessaloniker 2 Vers 6? 2 Thessalonians 2:6. 2. Thessaloniker 2 Vers 6. He is restrained for and he comes for eine bestimmte Zeit. Certain time. Certain time. Dass er zurückgehalten wird für eine bestimmte Zeit. It says, Brother Wolfgang, how do you want to do verse 6? Wie möchtest du Vers 6? Restraint. Dass das heidnische Rom ihn zurückgehalten hat. Okay, so that's what I wanted to see, that it says, that which withholdeth. Und es sagt dort, das, was noch aufhält. And the thing that withholds or prevents is pagan Rome. Und diese Sache, die aufhält, oder ja, ist das heidnische Rom. If you're okay with that, Wenn ihr damit einverstanden seid, in this history here, in dieser Geschichte hier, who's the major player? wer ist da der Hauptspieler? We have Daniel 8:12. Wir haben hier Daniel 8, Vers We 12, have Daniel 11:31, Daniel 11, Vers 31 and we've got 2 Thessalonians 2:6. und wir haben 2. Thessalonik 2, Vers 6. And the common theme, Und das gemeinsame Thema, who is the main person? wer ist denn die Hauptperson? Person means nation. Die Person bedeutet übrigens Schwester. Nation. Which Rome? Rom, das heidnische Rom. So what you see here is pagan Rome. Also was du hier siehst, ist das heidnische Rom. And when pagan Rome Und wenn das heidnische Rom is
put away, weggetan wird, what will happen? was wird passieren? Verse 3, Vers 3, 2 Thessalonians 2, 3, there must be a falling away of what? 2. Thessaloniker 2, Vers 3, da muss ein Wegfallen von was sein? What must fall away? Was muss hier wegfallen? Who? Das, was zurückhält, nämlich Rom. Pagan Rome must fall Das heidnische Rom muss fallen, in order for what to happen? dass was passieren kann. Who's that? Dass der Mann der Sünde kommen kann. Who? So that the papacy can what? Dass das Papsttum was tun kann. Can be revealed, can be seen. Dass er geoffenbart werden kann oder gesehen werden So kann. what do you see here? Also was sieht man denn hier? You don't see any papacy, you see pagan Du Rome. siehst kein Papsttum, du siehst das heidnische And then Rom. what do you see? Und was siehst du dann? Now you see the papacy. Jetzt siehst du das Papsttum. First you see pagan Rome, then you see the papacy. Zuerst das heidnische Rom, dann das Papsttum. We know that historically, Wir wissen das geschichtlich and we've just proved it with these Bible und verses. wir haben es jetzt gerade mit diesen Bibelversen bewiesen. So we're here. Also wir sind hier. The scene is Die- 538. Die Szene ist 538. This history here Diese Geschichte hier is the history of whom? ist eine Geschichte von wem? Pagan. Dem heidnischen Rom. And this is the history of Und das ist eine Geschichte papal. vom Does that Papsttum. make sense? Macht Okay, das so Sinn? so scenes similar to these. Also Szenen ähnlich wie diese. What's the Spirit Prophecy quote? Was ist das gelbe Weissagen-Zitat? Ich weiß es nicht. So Brother Wolfgang, try and find that. Bruder Wolfgang versucht das zu finden. Scenes similar to these. Szenen ähnlich zu diesen. Okay, so as he's looking, Also wie er jetzt nachschaut, I'm saying the Sunday law is similar. sage ich, dass das Sonntagsgesetz ähnlich ist. Sunday law is verse 41, Das Sonntagsgesetz ist Vers 35. not 41 verse 41. ist Vers 41. It's not 2014 Es ist nicht or 2014 19 oder 19 or 21. oder They're all 21. Sunday laws. Das sind alles Sonntagsgesetze. It's the proper Sunday law. Do you have the reference? Das ist das richtige Sonntagsgesetz 17 MR 394.1 im Englischen. Scenes similar to the ones that are described in these verses, Also Szenen, die ähnlich sind wie die in diesen Versen beschrieben. and I think she begins in verse 30. Und ich glaube, sie fängt an in Vers 30 She says, will be repeated. und sie sagt dort, sie werden wiederholt werden. And contextually, you know that goes up to verse 40. Und im, 30 to 40. und im Kontext weiß man, dass es von Vers 30 bis Vers 40 geht. Or we would say 39, depending Alles- how you view it. Was wir sagen würden, ist Vers 39. 31 to 36, one verse before. And then comes the seed similar to that. So she, in the reference, it says, she quotes verse 31 to 39, but I think if you read it, it's actually 30. So, Also, if this is similar to this, wenn das hier ähnlich zu dem hier ist, what should we see before the Sunday law? was sollten wir denn vor dem Sonntagsgesetz sehen? Something that's similar to Etwas, das ähnlich ist zu pagan Rome. zum heidnischen Rom. And then after the Sunday law, we'll see Und nach dem Sonntagsgesetz werden wir was sehen? papacy. Das Papsttum. Now, it's similar. Also es ist jetzt ähnlich. So, all we need to do Also alles, was wir dann tun müssen, is, having seen the similarities, wenn wir die Ähnlichkeiten gesehen haben, we just need to find out in this history dann müssen wir in dieser Geschichte noch herausfinden, who pagan Rome is wer das heidnische Rom ist and who the papacy is. und wer das Papsttum ist. And that's relatively straightforward. Und das ist eigentlich ziemlich einfach. This is Das ist the USA. die Vereinigten Staaten And we'll just call this Rome.
Und wir nennen das jetzt einfach mal Rom, Yes. das moderne Rom. So the reason we don't see the papacy in any of our stories Der Grund, wieso wir das Papsttum in keiner unserer Geschichten sehen, is why? ist wieso? Because it's not been revealed yet. Weil es noch nicht geoffenbart wurde. Now the mystery of iniquity already works. Das Geheimnis der Bosheit funktioniert schon. And the mystery of iniquity, Und das Geheimnis der when Bosheit, Paul speaks about it in the first century, wo Paulus im 1. Jahrhundert darüber spricht, is not the papacy. ist nicht das Papsttum. What is the mystery of iniquity? Was ist das Geheimnis der Bosheit? Der Kompromiss der christlichen Gemeinde. It's the principles Es ist das Prinzip or the mindset oder die Denkweise, that will develop and create the die papacy. sich entwickeln wird und das Papsttum erschaffen wird. So the mindset Also diese that Denkweise, will create this history die diese after the Sunday Geschichte law nach dem Sonntagsgesetz erschaffen wird, is already with us. ist schon mit uns. There's no difference in the mindset pre-Sunday law, post-Sunday law. Es gibt keinen Unterschied zwischen der Zeit vor dem Sonntagsgesetz und nach dem Sonntagsgesetz. But what I wanted us to see Was ich möchte, dass wir sehen, is that we should not expect to see the papacy yet. ist, dass wir noch nicht erwarten sollten, das Papsttum jetzt zu sehen. Not only is it hidden, Es ist nicht nur versteckt. 2 Thessalonians 2:6. 2. Thessaloniker 2, Vers 6. What are the USA doing? Was macht denn die USA? Covering, or it says withholding, Äh, preventing. zurückhalten. The United States are preventing the papacy from doing, from being revealed or coming to power. Die Vereinigten Staaten tun zurückhalten, dass das Papsttum an die Macht kommt. So when Ellen White talks about national apostasy, Also wenn Ellen White über nationale Abfall spricht, will lead to national ruin. dann leitet das zu nationaler I don't think Ruin. we've fully understood all of these issues. Und ich denke, wir haben noch nicht diese ganzen Themen verstanden. All I wanted to show us here, Alles, was ich euch zeigen wollte a line hier, of progression. das ist eine Linie der You have a Progression. repeat and enlarge. Man hat eine Wiederholung und You Erweiterung. can line up 538 with the Sunday law. Man kann 538 mit dem Sonntagsgesetz gegenüberstellen. I know others have done this, but I've been teaching this for years, Ich weiß ja, dass more than andere 10 das years. nicht gemacht haben, Long aber time. ich lehre das schon seit über 10 Jahren. And the reason why that's significant today more than ever before Und der Grund, wieso das seine Wichtigkeit hat, mehr als zuvor, is because we're so focused on the United States now correctly. weil wir jetzt so fokussiert sind auf die Vereinigten Staaten und zwar korrekter Art und So much Weise. so that we don't even speak about the papacy. Und zwar so sehr, dass wir nicht mehr über das Papsttum sprechen. And yet, Und doch, Future for America Future for America and others, und andere, they want to do what? sie wollen was tun. First of all, incorrectly accuse us, Zuerst mal wollen sie uns unkorrekter Art und Weise beschuldigen, but they're still looking for the papacy in this history. aber sie schauen immer noch für das Papsttum in dieser Geschichte. And the only thing you should see now is what? Und das Einzige, was du jetzt sehen solltest, ist was? Don't say USA. Sag jetzt nicht die Vereinigten Staaten. What's the only bad thing that you can see now? Was ist das einzige Schlechte, das man jetzt sehen Sister kann? Sarah. The, Das, you said before, the mystery of iniquity, that's all you can see. das Geheimnis der Bosheit, das ist alles, was du jetzt sehen kannst. And you don't see it in the papacy. Und du siehst es aber nicht im Papsttum. You see it where? Du siehst es wo? I'm going to broaden that Ich werde das jetzt ausbreiten to Christianity, zur Christenheit. to, I'll call it apostate Protestantism. Ich sage es abgefallenen Protestantismus. Apostate Protestantism is just going to develop into the papacy Der abgefallene Protestantismus wird sich einfach zum Papsttum entwickeln, because it's the concept that's going to be developed, the weil mystery of es iniquity. das Konzept ist, das sich entwickelt, welches das Geheimnis der Bosheit ist.
So apostate Protestantism, Also der abgefallene Protestantismus, Adventism, der Adventismus, all the people that leave this movement, alle Leute, die diese Bewegung verlassen, they're all going to fall into that same box. sie werden alle in diese gleiche Box fallen. They're all developing the mystery of iniquity, Sie tun alle das Geheimnis der Bosheit entwickeln. and they don't even realize Und it. sie tun es nicht mehr erkennen. Okay, so I guess the last 10 minutes was a detour. Also ich glaube, die letzten 10 Minuten waren ein bisschen ein Umweg. We're going to finish, I'm late. Wir werden jetzt aufhören, denn ich bin spät dran. But I wanted to address the question, Aber ich wollte die Frage adressieren. do we still believe the papacy is part of end-time prophecy? Glauben wir immer noch, dass das Papsttum Teil der Endzeitprophezeiung Of ist? course we do. Natürlich tun wir das. It's just Es ist einfach, we're not too clear of exactly what it looks like. dass es uns noch nicht so klar ist, wie das Ganze ausschaut. At least some of us aren't. Zumindest ein paar von uns. Let's pray. Lasst uns beten. Heavenly Father, we thank you for your goodness and mercy. Himmlischer Vater, wir danken dir für deine Güte und Gnade. We ask and pray that you would guide, direct, and bless us. Wir beten, dass du uns führst und leitest. Help us to honor you. Hilf uns, dich zu ehren. Help us to understand how progression and repeat and enlarge works. Hilf uns zu verstehen, dass wir das Fortschreiten und die Wiederholung und Erweiterung verstehen können. Breathe upon us the breath of God. Tu den Atem Gottes auf uns atmen, That we might have clarity. damit wir Klarheit haben können. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.